Ich begrüße euch, meine lieben Fische. Mit euch bin ich, eure Tarotleserin Angelika, und ihr seid auf dem Kanal Tarot und Leben. Heute öffnet sich für euch ein Tarot-Reading für den Monat Mai 2026. Und wir beginnen mit 3 zentralen Ereignissen, die euren Weg in dieser Zeit spürbar prägen werden. Also, das erste bedeutende Ereignis, das zweite und das dritte bedeutende Ereignis für euch, meine Lieben. Und bevor wir weitergehen, möchte ich einen kleinen Gedanken mit euch teilen. Früher habt ihr euch oft darüber gewundert, dass ich euch Fischlein nenne. Ich weiß nicht, es ist eine sehr feine innere Assoziation, eine Wahrnehmung eurer Tiefe und Sensibilität, und deshalb entsteht diese Anrede ganz natürlich. Fische, Fischlein und Haie im beruflichen Bereich im Mai 2026. Außerdem betrachten wir eure finanzielle Situation. Danach richten wir den Blick auf euer Liebesleben. Und darauf, welche Signale euer Körper euch in Bezug auf eure Gesundheit sendet. Und abschließend erhaltet ihr den Rat der Karten für euren Weg im Mai. So, einen kleinen Moment. Ich bringe hier noch alles in Ordnung. Wir beginnen. Das erste bedeutende Ereignis zeigt sich durch die große Arkana, die Kraft. Das zweite Ereignis wird durch den König der Stäbe getragen und schaut, hier erscheint auch das Ass der Münzen. Das dritte bedeutende Ereignis wird ebenfalls durch das Ass der Münzen verstärkt. Das ist eine außerordentlich kraftvolle Konstellation, wirklich eindrucksvoll in ihrer Wirkung. Auch wenn sich noch nicht jedes Detail sofort erschließt, lässt sich bereits erkennen, dass ihr im Mai in der Lage seid, weitreichende Pläne zu entwickeln, neue Vorhaben zu initiieren und auch größere Projekte zu strukturieren und umzusetzen. Vieles wird gelingen. Und darüber hinaus entsteht nicht nur Unterstützung im Außen, ihr selbst tretet klarer hervor und zeigt eure Präsenz. Und ja, ihr werdet euch in dieser Energie wie Haie bewegen, ruhig, fokussiert und innerlich gesammelt, und ihr spürt, dass euch vieles möglich ist. Nun gehen wir Schritt für Schritt tiefer hinein. Die Karte der Kraft verweist auf eure innere Substanz, auf euren Willen, eure Entschlossenheit und eure Fähigkeit, eure Absichten klar zu tragen. Sie spricht ebenso von eurer Überzeugungskraft und eurer inneren Stabilität, die sich sowohl körperlich als auch geistig ausdrücken kann. In ihrer Essenz zeigt sie, dass ihr handeln könnt, dass ihr gestalten könnt und dass eure Entscheidungen Wirkung entfalten. Gleichzeitig entsteht ein deutlicher Impuls zur Entfaltung, ein inneres Bedürfnis, etwas zu erschaffen und sichtbar zu machen. Denn diese Energie ist nicht nur kraftvoll, sondern auch schöpferisch. Ihr wollt euch ausdrücken, euren Raum einnehmen, euch nicht länger zurückhalten und euch klar und präsent zeigen. Auf der Ebene der Ereignisse bringt euch diese Energie eine spürbare Entwicklung. Situationen beginnen sich zu ordnen. Prozesse kommen in Bewegung. Und ihr erkennt, wie sich eure Bemühungen in konkrete Ergebnisse übersetzen. Die Karte der Kraft führt in den Erfolg, und dieser Erfolg kann sich in unterschiedlichen Lebensbereichen manifestieren. Für manche kann sich dies ganz konkret zeigen. Etwa durch Wettbewerbe oder Situationen, in denen ihr eure Fähigkeiten unter Beweis stellt und eure Energie gezielt einsetzt. Dabei trägt diese Karte auch die Bedeutung des Sieges. Ihr habt die Möglichkeit, als Gewinner hervorzugehen, zumindest unter die besten 3 zu gelangen. Auch ein 3. Platz ist bereits ein sichtbares Ergebnis, doch das Potenzial reicht darüber hinaus. 1., 2. oder 3. Position sind durchaus erreichbar. Auch im finanziellen Bereich kann sich eine Verbesserung zeigen, jedoch getragen von eurer Zielorientierung, eurem Einsatz und eurer Bereitschaft, konsequent an euren Vorhaben zu arbeiten. Und zugleich weist die Karte der Kraft auf eure Talente hin, auf deren Entwicklung und Entfaltung. Hier zeigt sich zusätzlich eine weitere Karte, die eure Talente noch einmal unterstreicht. Das bedeutet, gerade im Mai ist es wesentlich, eure Fähigkeiten nicht zurückzuhalten, sondern sie bewusst zu zeigen und nach außen zu tragen. Wenn ihr eine Idee habt, einen Plan, etwas, das bereits länger in euch reift, aber ihr habt gezögert, den ersten Schritt zu gehen, vielleicht aus Unsicherheit, nehmen wir ein einfaches Beispiel. Ihr besitzt ein Talent, zweifelt jedoch an euch selbst. Ihr denkt, es sei noch nicht der richtige Zeitpunkt oder es könnte nicht gelingen. Und genau hier zeigt euch die Energie der Kraft. Es wird gelingen und eure Talente wollen sichtbar werden. Stellt euch vor, ihr könnt sehr gut nähen. Doch ihr haltet euch zurück, weil ihr denkt, dass Menschen lieber fertige Produkte kaufen. Für einen Teil stimmt das, doch es gibt ebenso Menschen, die gezielt nach Individualität suchen, die euren Ausdruck wahrnehmen
Und genau darin liegt eure Möglichkeit. Hier zeigt sich auch eine Art innere Prüfung, euch zu zeigen, eure Arbeiten zu präsentieren, sie beispielsweise in sozialen Netzwerken sichtbar zu machen und bewusst den Raum einzunehmen, in dem ihr gesehen werdet. Und genau in diesem Schritt entsteht eine neue Ebene. Ihr könnt euer Talent in Wert verwandeln, ein stabiles Einkommen aufbauen und etwas erschaffen, das euch auch langfristig trägt. Also, das, was ihr bereits länger in euch tragt, erlaubt euch im Mai diesen Schritt zu gehen. Denn genau darin liegt euer Übergang in eine neue Phase. Weiter schauen wir, hier liegt der König der Stäbe. Wenn es um neue Anfänge geht, kann sich diese Energie als eine wichtige Begegnung zeigen. Als ein Mensch, der euch unterstützt, an euch glaubt, vielleicht ein Förderer, ein Mäzen oder sogar ein Sponsor, der euren Weg erkennt und euch hilft. Im persönlichen Bereich kann sich dieser König für Frauen auch als Partner zeigen. Für Männer kann es ein Freund oder der Vater sein. Jemand, der euch konkret bei euren Vorhaben unterstützt und euch in Bewegung bringt. Ebenso kann es einfach ein Ereignis sein, eine Begegnung mit einer solchen Persönlichkeit, ein Austausch, das Lösen wichtiger Fragen, vielleicht auch ein Vorgesetzter oder eine neue berufliche Position, in der ihr mit einer sehr charismatischen Führungsperson arbeitet, jemand, der inspiriert, der bewegt, der sein Umfeld für größere Ziele begeistert. Oder diese Karte zeigt euch selbst, eure eigenen Bemühungen, eure Initiative, eure Entschlossenheit, die euch nicht nur zum Erfolg führen, sondern auch einen soliden materiellen Ertrag bringen. Das kann sich als beruflicher Aufstieg zeigen, als sichtbare Ergebnisse, als wertvolle Kontakte oder sogar als wachsende Bekanntheit, als ein Schritt in die Öffentlichkeit und in Anerkennung. Doch sowohl die Kraft als auch der König der Stäbe verlangen Bewegung, Wachstum, Einsatz, manchmal auch Mut zum Risiko, die Bereitschaft, sich zu zeigen und zu handeln, denn genau durch eure Taten erreicht ihr das Ergebnis, nach dem ihr strebt. Und in gewisser Weise ist auch das eine Karte des Sieges. Doch hier ist es ein Sieg, den ihr durch euch selbst erreicht. Ein Ergebnis, das euch prägt und in Erinnerung bleibt. Deshalb richtet euren Blick nach vorne, sucht nicht das Kleine, sondern das Bedeutende. Stellt euch bewusst einer größeren Aufgabe. Und ihr werdet sehen, wie ihr nicht nur besteht, sondern auch Anerkennung, Erfolg und Sichtbarkeit erhaltet. Und nun zum Ass der Münzen. Über diese Karte ließe sich viel sagen, denn sie steht im Kern für die Gaben der materiellen Welt. Diese Gaben können sich auf unterschiedliche Weise zeigen, als finanzielle Möglichkeiten, als Stabilität im Körper, als neue Chancen, als Unterstützung oder auch als ganz konkrete Schritte und Handlungen, die euch tragen und eure Vorhaben festigen. Ganz konkret kann sich das Ass der Münzen auch als ein wichtiges Ereignis zeigen, als eine größere Geldsumme, die in euer Leben kommt. Vielleicht als Bonus, als Honorar oder als genau die Summe, die ihr benötigt, um eure Idee oder euer Projekt zu starten. Ebenso kann sich diese Energie für Frauen als Schwangerschaft zeigen, als Geburt eines Kindes, als Beginn eines neuen Lebensabschnitts oder als eine Idee, die euch einen echten Startpunkt gibt. Oder die Umstände im Mai entwickeln sich einfach günstig. Dinge fügen sich, Entscheidungen fallen leichter und Lösungen zeigen sich genau zur richtigen Zeit. Und diese Möglichkeiten können jeden Bereich betreffen. Für manche ist es ein neuer Job, für andere ein beruflicher Aufstieg, für wieder andere finanzielle Zuflüsse. Schauen wir nun, was euch im beruflichen Bereich und in euren Finanzen erwartet. Und tatsächlich öffnen sich hier große Möglichkeiten, sowohl in eurer Arbeit als auch im finanziellen Bereich. In der beruflichen Entwicklung zeigt sich die große Arkana, das Gericht. Und diese Energie kann sich so zeigen, dass ihr genau die Arbeit erhaltet, von der ihr lange geträumt habt. Oder dass ihr in eine Position kommt, in der ihr spürt, dass eure Tätigkeit eine tiefere Bedeutung hat. Es kann sich wie eine Berufung anfühlen, als würdet ihr euren Platz finden, als würdet ihr euch als wirkliche Fachkraft zeigen und euren Wert erkennen. Einen Moment, ich habe gerade ein kleines Problem mit dem Licht, ich mache einfach weiter, so wie es ist. Also, das Gericht kann auch bedeuten, dass ihr mehr Verantwortung übernehmt. Ein beruflicher Aufstieg, mehr Aufgaben, mehr Einfluss. Und das kann sich zunächst wie eine Herausforderung anfühlen. Ihr werdet gefordert sein, ihr werdet arbeiten müssen, euch zeigen müssen, präsent sein. Doch genau das führt euch zu Anerkennung, zu Erfolg, zu finanzieller Stabilität. Außerdem zeigt diese Karte oft eine wichtige Entscheidung und im Mai könnt ihr eine solche Entscheidung treffen. Eine Entscheidung für ein neues Vorhaben.
Und genau dieses Vorhaben hat das Potenzial, euer Leben zum Positiven zu verändern. Es bringt Bewegung, Entwicklung, Wachstum, neue Möglichkeiten und auch Anerkennung. Und natürlich wirkt sich das auch auf euer Einkommen aus. Im Bereich der Finanzen zeigt sich die große Arkana, die Liebenden. Und diese Karte spricht davon, dass Geld vorhanden ist, dass finanzielle Stabilität gegeben ist. Es kann sich so zeigen, dass tatsächlich eine größere Summe zu euch kommt, entsprechend dem Ass der Münzen. Oder dass ihr Unterstützung findet, vielleicht durch einen Partner, durch eine gemeinsame Entscheidung, durch eine Verbindung, in der Ressourcen zusammengelegt werden. Möglicherweise beginnt ihr ein Projekt gemeinsam mit eurem Partner oder mit einer nahestehenden Person und genau daraus entsteht Wachstum, Entwicklung und ein stabiles Einkommen. Diese Konstellation zeigt auch, dass finanzielle Unterstützung durch eine andere Person möglich ist oder dass ihr gemeinsam etwas aufbaut, das euch langfristig trägt. Doch unabhängig davon, wie es sich konkret zeigt, die Liebenden sprechen davon, dass Geld in euer Leben kommt, dass ihr euch sicher fühlen könnt und dass eure finanzielle Situation euch eher Freude bereitet als Sorge. Weiter schauen wir, was euch im Liebesleben erwartet. Im Liebesbereich zeigt sich die große Arkana, der Wagen. Und das ist eine ausgesprochen starke und lebendige Energie. Für diejenigen, die in einer Partnerschaft sind, in einer stabilen, langfristigen Verbindung, verspricht diese Karte eine sehr intensive Zeit. Eine Phase voller Bewegung, Leidenschaft und gemeinsamer Dynamik. Es kann sein, dass ihr viel unterwegs seid, dass ihr gemeinsam etwas Neues beginnt, vielleicht sogar ein Projekt oder einfach eine Zeit erlebt, die sich durch Nähe, Energie und gemeinsame Erlebnisse einprägt. Möglicherweise plant ihr eine Reise, eine gemeinsame Auszeit, vielleicht fällt euer Urlaub in den Mai oder ihr gönnt euch einfach bewusst Zeit füreinander. Und genau das bringt frische Impulse in eure Verbindung. Gleichzeitig trägt der Wagen auch das Thema Führung in sich und es kann Momente geben, in denen sich zeigt, wer von euch die Richtung vorgibt. Eine Art spielerisches Ringen um die Führung. Doch diese Dynamik trennt euch nicht. Im Gegenteil, sie belebt eure Beziehung, sie verstärkt die Anziehung und bringt zusätzliche Intensität in eure Verbindung. Ihr erlebt gemeinsam starke Emotionen, lebendige Momente und genau das macht diese Zeit für euch so besonders. Für diejenigen, die aktuell nicht in einer Beziehung sind, kann sich hier eine Begegnung zeigen, ein Kennenlernen, das sich sehr schnell und intensiv entwickelt. Diese Begegnung kann unterwegs stattfinden, auf einer Reise, in einer anderen Stadt oder mit einer Person, die von weiter her kommt, vielleicht durch eine berufliche Reise oder einen Aufenthalt in eurer Umgebung. Und diese Verbindung kann sich schnell vertiefen, durch Kommunikation, durch Besuche, durch Bewegung aufeinander zu. Und der Wagen spricht hier ganz klar von starker Anziehung, von Leidenschaft, von einem intensiven gegenseitigen Interesse. Schauen wir nun, worauf ihr in Bezug auf eure Gesundheit achten solltet. Im Gesundheitsbereich zeigt sich die große Arkana, der Imperator. Und schaut einmal, wie viele große Arkanen hier zusammenkommen. Das ist wirklich bemerkenswert. 1, 2, 3, 4, 5. 5 große Arkanen in einem Reading. Das spricht von bedeutsamen, prägenden Ereignissen. Das sind Prozesse, die wie ein innerer Neubeginn wirken, die eure Realität neu ordnen, die euch auf eine neue Ebene führen. Und mit diesen kraftvollen, positiven Energien bedeutet dieser Neubeginn eine Entwicklung zu eurem Vorteil, eine Stabilisierung, eine Stärkung eurer Position im Leben. Deshalb könnt ihr im Mai durchaus groß denken und euch erlauben, weiterzugehen als bisher. Auch eure Gesundheit unterstützt euch dabei. Der Imperator steht für Stabilität, für Kraft, für eine gute körperliche Verfassung und für die Fähigkeit, auf ein Ziel hinzuarbeiten und es konsequent zu verfolgen. Gleichzeitig trägt diese Energie auch das Thema Fortsetzung der Linie, Aufbau, Erweiterung. In Verbindung mit den vorherigen Karten kann sich das für manche auch auf Themen wie Schwangerschaft oder Geburt beziehen. Fragen rund um Familie und Entstehung neuen Lebens können hier ebenfalls eine Rolle spielen. Und nun bleibt noch der Rat. Schauen wir, was euch die Königin der Münzen mitgibt. Diese Karte spricht von Ressourcen, von Stabilität, von einem bewussten Umgang mit dem, was euch zur Verfügung steht. Sie lädt euch ein, im Mai alle wichtigen Entscheidungen und Vorhaben aus einer praktischen, klaren Perspektive zu betrachten. Mit Bodenhaftung, mit einem realistischen Blick und gleichzeitig mit dem Vertrauen, dass ihr etwas aufbauen könnt. Das bedeutet Großdenken, aber auch konkret handeln.
Eure Pläne nicht nur fühlen, sondern umsetzen und eure Energie gezielt einsetzen. Gleichzeitig erinnert euch diese Karte daran, eure Ressourcen nicht nur zu bewahren, sondern sie auch zu vermehren, sie sinnvoll einzusetzen und daraus Stabilität entstehen zu lassen. Und noch etwas. Die Königin der Münzen spricht sehr deutlich davon, ein Vorhaben zu beginnen, das ihr schon lange in euch tragt. Etwas, das euch wirklich entspricht. Denn genau dieses Vorhaben kann euch eine materielle Grundlage geben. Sicherheit, Komfort und für manche sogar Wohlstand. So zeigt sich euer Ausblick für den Mai 2026, meine lieben Fische. Das war ein allgemeines Reading. Wenn ihr eine persönliche Legung mit einer tieferen Betrachtung eurer Situation wünscht, könnt ihr diese über die E-Mail-Adresse bestellen, die ihr in der Beschreibung unter diesem Video findet. Wenn ihr eine wichtige oder herausfordernde Situation klären möchtet, meldet euch gern. Ich unterstütze euch dabei. Abonniert den Kanal Tarot und Leben. Ich freue mich sehr, euch hier zu sehen. Nutzt auch gern die Möglichkeit der Kanalmitgliedschaft. Ich danke euch von Herzen für eure Aufmerksamkeit, für eure Unterstützung, für eure Likes und eure Kommentare. Wir sehen uns morgen wieder, wie immer hier auf dem Kanal Tarot und Leben. Mit Liebe, eure Tarotleserin Angelika. Ich umarme euch. Bis bald.